So, ich habe das jetzt wieder in die Angel gebracht und bin jetzt noch ein Stückchen weitergekommen. Ich hoffe mal, dass es jetzt ein bisschen stabil bleibt. That's no better a solution than any of the others, is it? So, in the end, have we learned anything from this look at why the world turned out the way it did that's of any use to us in our future? Something, I think. That the key to why things change is the key to everything. How easy is it for knowledge to spread? And that in the past, the people who made change happen were the people who had that knowledge, whether they were craftsmen or kings. Today, the people who make things change, the people who have that knowledge, are the scientists and the technologists who are the true driving force of humanity. And before you say, what about the Beethovens and the Michelangelos? Let me suggest something with which you may disagree violently. That at best, the products of human emotion, art, philosophy, politics, music, literature, are interpretations of the world that tell you more about the guy who's talking than about the world he's talking about. Second-hand views of the world, made third-hand by your interpretation of them. Things like that, as opposed to this. Know what it is? It's a bunch of amino acids, the stuff that goes to build up a worm, or a geranium, or you. This stuff's easier to take, isn't it? Understandable. Got people in it. This, scientific knowledge, is hard to take because it removes the reassuring crutches of opinion, ideology, and leaves only what is demonstrably true about the world. And the reason why so many people may be thinking about throwing away those crutches is because, thanks to science and technology, they have begun to know that they don't know so much, and that if they are to have more say in what happens to their lives, more freedom to develop their abilities to the full, they have to be helped towards that knowledge that they know exists and that they don't possess. And by help towards that knowledge, I don't mean give everybody a computer and say, help yourself. Where would you even start? No, I mean trying to find ways to translate the knowledge, to teach us to ask the right questions. See, we're on the edge of a revolution in communications technology that is going to make that more possible than ever before. Or, if that's not done, to cause an explosion of knowledge that will leave those of us who don't have access to it as powerless as if we were deaf, dumb, and blind. And I don't think most people want that. So what do we do about it? I don't know. But maybe a good start would be to recognize within yourself the ability to understand anything, because that ability is there, as long as it's explained clearly enough. And then go and ask for explanations. And if you're thinking right now, what do I ask for? Ask yourself if there's anything in your life that you want changed. That's where to start. Blub, aus. So, wie ich jetzt darauf gekommen bin, dieses Zeichen zu machen, das habe ich am Anfang freigelegt. Da war ein Stück Papier. So, und jetzt muss ich noch die anderen finden, um die ganzen Videos freizuschalten. Um Gottes Willen, willst du mich verarschen? Jetzt fängt es hier von vorne an. Nein, ich will es nicht sehen. Nein. That's no better. So, das Rätsel hatte ich gelöst gehabt. Und das Rätsel hatte ich gelöst gehabt. Also diese weiße Sterne tun sozusagen die schwarzen und weißen umwandeln. Das nur mal zur Information. How easy
Also könnte ich jetzt auch die anderen Rätsel lösen mit diesen Sternen. Gut. Das wäre dann sozusagen zusätzlich in Kästchen. Wenn ich jetzt so ein Rätsel finden würde. Ich glaube, das Ding muss ich erst unter Strom setzen, dass es funktioniert. Fragt sich noch, wo das Kabel hingeht. Oben lang. Ach, zu dem hier. Das ist dunkel. Das Kabel geht hier lang. Schwarz-gelb, genau. Das geht zu dem hier hin. Das ist schwarz-lila. Das geht. Boah. Zu dem hier hin. Und das ist wieder ein schwarz-gelbes. Oh, hier ist auch noch ein schwarz-rotes. Um Gottes Willen. Wir gehen 3 rein. Oh je, Mini. Mhm. Ach du Scheiße. Das kriege ich auch nicht in Jange. Kann das ja nicht mehr berühren. Verdammt! Ja, schöne Scheiße hier. Ist hier keine Treppe, da hochzukommen? Das ist hier auch ohne Strom. Weiß ich auch nicht, was ich machen soll mit dem Ding. Aha. So mit dem Gewicht. Okay. Aha, das Ding fährt also aus. Boah, Junge. Ja, die Sterne habe ich noch nicht gehabt. Was ist da drin? Das ist auch ohne Strom. Boah. Super. Jetzt sind wir hier oben wieder. Ist auch nix. Aber hier ist was. Oh, my God. How does it happen in this poor old world? That thou art so great, and yet nobody finds thee. That thou callest so loudly, and nobody hears thee. That thou art so near, and nobody feels thee. That thou givest thyself to everybody, and nobody knows thy name. Men flee from thee, and say they cannot find thee. They turn their backs and say they cannot see thee. They stop their ears and say they cannot hear thee. Hans Dank, circa 1520. Ja.
Wie soll ich denn das machen, ey? Geht doch nicht, geht doch nicht. So und so wäre das. Kriegt die Punkte unten nicht weg. Das funktioniert ja auch bloß nicht. Genau. Dass die Punkte auch so scheiße eingelegt sind, ey. Das haut auch nicht hin.